Also, willst du anfangen? Nein. Okay, dann fange ich an. Hallo, willkommen zu Alchemie der Seele. Ich bin Michaela und ich bin vor, ich würde mal sagen, so ungefähr 20, es ist wahrscheinlich etwas über 20 Jahre her, spirituell erwacht und seitdem auf der Reise. Das heißt, vor 20 Jahren ungefähr sind meine Lichter angegangen, die ersten. Ein paar. Okay. Ja, ich bin Franziska, ich bin vor genau einem Jahr spirituell erwacht und ja, warum machen wir das heute hier? Also für mich ist es halt ein Anliegen, weil ich weiß, wie es ist, wenn man spirituell erwacht und völlig vor einer neuen Welt steht und mehr Fragen als Antworten hat und alles auf einmal total crazy wird. Ja. Kann ich super gut nachvollziehen, weil als mir das passiert ist, gab es relativ wenig Leute in meinem Umfeld, also so gut wie niemand. Es waren ein paar da, ganz paar da, die mir weitergeholfen haben, bin ich sehr, sehr dankbar für. Die eine war zum Beispiel die Ulrike von Lienen, bei der habe ich die Tierkommunikation und Seelenkommunikation damals gelernt. Und die hat mich wirklich ganz gut auf den Weg geführt, auf den ich dann später gegangen bin. Und spirituelles Erwachen ist echt eine Reise. Wenn man anfängt, sich umzugucken und plötzlich anders wahrzunehmen, anders kann ich das nicht beschreiben, oder? Wie war das für dich jetzt vor einem Jahr? Ich bin aufgewacht mit 1000 Fragen. Also ich hatte einfach nur eine unglaubliche Neugier und wollte alles wissen, aber mir war damals nicht bewusst, dass es zwar ein Riesenuniversum an Wissen jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel auf YouTube geht oder so, gibt, aber es gibt halt auch viel Wissen, was nicht unbedingt hilft. Und da bin ich halt so ein bisschen verloren gegangen. Ich bin in all diese Routen gegangen, wo ich halt, die mich wirklich vom Weg abgebracht haben. Aber das ist ja auch wichtig, dass man die Seite kennenlernt, weil dadurch habe ich gelernt zu unterscheiden, wo sagt meine Intuition, ja, fühlt sich gut an, wo sagt meine Intuition, das glaube ich jetzt nicht so. Und das war so hat mein Weg angefangen. Ja. Also ich habe viel in so Wissen reingegangen, und was mir nicht wirklich Antworten gebracht hat. Ja, es gibt unglaublich viel. Also das ist, wenn man auf YouTube guckt, es gibt noch und nöcher an Videos. Es gibt irgendwie, wenn man allein zum Thema Zirbeldrüse mal guckt, das ist unglaublich. Die Meditation, die sofort aktivieren. Genau. Und wenn man das wirklich erlebt hat, wenn die Zirbeldrüse sich öffnet, die reale Erfahrung ist eine völlig andere, als sich kurz hinsetzen, 20 Minuten meditieren und dann geht das Ding auf. Also habe ich bis jetzt noch niemanden getroffen, bei dem das so passiert ist. Aber wenn jemand da draußen ist, meldet euch gerne, wenn ihr mal durch eine YouTube Meditation eure Zirbeldrüse geöffnet hat, würde mich echt super interessieren. Dann hinterlasst bitte einen Kommentar, würde ich mir dann gerne mal angucken. Ja. Und es gibt, was war denn das, was dich am allermeisten angezeckt hat sozusagen? Also was war es, was du wissen wolltest? Ja, der Auslöser. Der Auslöser war, dass jemand mit meiner Katze über Tierkommunikation kommuniziert hat. Ach, krass. Und ich war so, okay, anscheinend funktioniert, weil meine Katze hat gerade was erzählt, was ich definitiv, was diese Person nicht wissen kann. Aber wie funktioniert das? Ja. Und dann kam ich irgendwann, also ich habe mich viel mit Tierkommunikation beschäftigt. Okay, das hat was mit Telepathie und Seele zu tun. Und dann dachte ich so, ja, aber Tierseele und Menschenseele, wo ist denn jetzt der Unterschied? Da muss das ja bei uns auch irgendwie. Und so kam ich in einen riesen Abwärtsstrudel, wo ich nicht mehr rauskam. Bis heute. Ja, cool. Ich will wissen. Weil wenn du erstmal das eine weißt, dann stellst du die nächste Frage. Ja, das ist endlos. Man kann endlos viele Fragen stellen. Und das Spannende ist, wenn man sich das Universum vorstellt, ist es ja auch endlos. Ja. Es gibt endlos viele Möglichkeiten. Es gibt endlos viele Fragen und endlos viele Antworten. Das ist das Spannende auf der einen Seite, aber du hast total recht, man kann da völlig losgehen. Weil am Ende des Tages, wir brauchen auch die Bodenhaftung. Wir sind ja hier in diesen Körpern, in dieser 3D-Welt und wir müssen uns natürlich auch irgendwie ankern. Und da braucht man schon so ein bisschen Guidelines, also ein bisschen Richtung, damit man sich da nicht völlig verliert. Weil kann ich gut nachvollziehen, ist mir auch passiert. Und ich war tatsächlich eine ganze Weile richtig lost. Also ich habe gedacht, ich verstehe gar nichts mehr. Ich war einfach nur überflutet mit Informationen und
man muss irgendwie sich auch so ein bisschen pacen. Man muss auch so ein bisschen gucken, dass man die Infos nach und nach irgendwie reinnimmt und auch erstmal lernt, das zu verarbeiten, was man da liest. Absolut. Oder hört oder lernt. Und viele machen das, also mir ging das auch so, bei mir war das auch die Tierkommunikation, die Schranken geöffnet hat sozusagen. Und bei mir war es auch so, dass ich habe ein Seminar mitgemacht, also so ein Wochenendseminar, das kann man relativ schnell lernen, die Tierkommunikation. Und habe danach wirklich so, bin eigentlich von Hause aus früher mal Psychologin gewesen und habe gedacht, das kann gar nicht sein. Wie kann das sein? Das ist doch total irre. Ja. Aber in diesem Seminar, da haben die Leute mir Sachen über meine Katzen erzählt, die definitiv nicht wissen konnten. Und ich habe über meine Katzen gar nicht geredet, während ich da war, weil ich wollte eigentlich, meine Ratio hat gesagt, komm, das ist doch Bullshit. Das klappt doch, das ist doch niemals, geht das, wie soll das gehen? Ja, und das war bei mir auch der Einstieg. Und wie ist es dann bei dir weitergegangen? Das heißt, du hast dann gesehen, so, oh krass, das geht mit der Tierkommunikation. Also da weiß jemand Sachen, die ich hätte wissen können. Ja. Und dann war deine nächste Frage, was? Also, meine nächste Frage war, was bin ich? Ah, krass. Was sind Seelen? Also der Aufhänger war, was ist eine Seele? Ja. Und ich meine, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie es dann weiterging. Aber ich glaube, ich habe mich sehr viel dann mit Hellsinnen beschäftigt, weil ich dann gemerkt habe, ach, das ist das, was ich da so wahrnehme. Und dieses Überempfindlichsein, Dinge hören, die jemand anderes nicht hört, Dinge riechen oder schmecken, die jemand anderes nicht, wo ich immer für verrückt oder für zu sensibel erklärt wurde. Ja. Oder Dinge intuitiv wahrnehmen oder plötzlich, manchmal war es auch so, dass ich einfach wusste, was derjenige für einen Hintergedanken hat, wenn er mir eine Frage stellt oder so. Ja. Ich wusste einfach, was die Intention war. Ich habe es einfach gespürt. Und solche Sachen. Und dann habe ich gemerkt, das sind Hellsinne. Und dann ging das ewig weiter. Und dann beschäftigst du dich natürlich auch mit so Sachen wie, okay, wenn sich eine Energie nicht gut anfühlt, was mache ich denn dann? Was mache ich eigentlich mit meiner eigenen Energie? Und dann 1000 Fragen. Also, und hast du da ein Beispiel so für Energie, die sich nicht richtig gut angefühlt hat bei dir? Also ich kann mich erinnern, ich war intuitiv, von einem auf den anderen Tag habe ich Räucherstäbchen bestellt. Ja. Eine große Menge. Okay. Und ich kann mich erinnern, ich habe das erste Mal dieses Räucherstäbchen angemacht, in einem Raum, wo wahrscheinlich noch nie geräuchert wurde, vermute ich mal. Und auf einmal war das so, der Raum war so leicht plötzlich und ich so, krass. Ach du, nee, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Okay. Also man hinterfragt sich dann auch irgendwie, ne? Man denkt, man hat sich das eingebildet. So deutlich. Ja. Und dann dachte ich so, okay, nee, man spürt Energien, man nimmt es nur nicht wahr, weil man bewusst nicht hinschaut, was man spürt. Und ja, mit der Zeit habe ich auch viel hinterfragt, was ich eigentlich so wahrnehme und warum ich das so wahrnehme und dass das ja eigentlich was Gutes ist, dass man so Sachen spürt und wahrnimmt. Aber ich wollte halt die Hintergründe dazu wissen. Was ist eine Seele? Warum sind wir hier? Wie ist das mit dem Leben nach dem Tod? Sterben wir überhaupt? Warum sind wir überhaupt hier? Haben wir hier eine Aufgabe? Was? Wieso haben wir eine Aufgabe? Ja, krass. Also wirklich tiefe Fragen, die plötzlich da waren. Ich bin breit gefächert in alles reingegangen. Also ich habe wirklich wie ein Schwamm. Ja. Alles. Ich bin auch Wege reingegangen, wo ich nicht hätte reingehen sollen. Aber das da lernt man halt auch. Also da habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, okay, da wurde mir wirklich Bullshit erzählt. Okay. Und hast du eine Antwort darauf, warum wir hier sind? Warum wir hier sind, ist bei jedem individuell. Aber jeder hat einen Grund, hier zu sein, auf jeden Fall. Krass. Und kennst du deinen Grund? Weil das ist ja ganz häufig so, ne? Dass man sich so hinterfragt und denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Also was ist denn jetzt wirklich meine Lebensaufgabe? Ist das morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, irgendwie Geld verdienen, auf den Urlaub warten und dann irgendwann, keine Ahnung, Familie gründen, Kinder kriegen und dann wieder gehen? Oder was habe ich hier irgendwie einen tieferen Sinn noch? Ich habe momentan, nun bin ich ja auch wirklich noch sehr frisch in dem Thema oder in dieser Welt, ich habe momentan das Gefühl, dass das, was ich gerade erlebe,
demnächst viele, viele Menschen noch erleben werden. Und je mehr aufwachen, umso mehr braucht es auch Menschen, die dann vielleicht an Hilfestellen gehen können, die sagen, ich habe das auch durchgemacht, ich kann dir ein bisschen helfen und dir den Weg bereiten. Man kann ja nur Dinge vermitteln, wo man selber die Erfahrung gemacht hat. Ja. Und deswegen glaube ich, dass ich innerhalb dieser kürzesten Zeit auch schon so viele Erfahrungen gemacht habe in allen möglichen Richtungen. Ja. Weil bei mir gab es nicht, ich möchte mich nur mit Energieheilung beschäftigen oder ich möchte mich nur mit Tierkommunikation beschäftigen. Ich habe einfach alles ausgesucht. Ja, das kenne ich. Alles. Ja. Und das ist ja immer noch so. Ja. Und das ist wie so ein ausgetrockneter Schwamm irgendwie. Ne? Man will alles wissen. Ja. Es kann irgendwie nicht genug Informationen kommen. Ja. Und momentan bin ich in der Phase, wo ich endlich bei mir angekommen bin und sage, ich will erstmal gucken, wie es mir geht und dass bei mir alles aufgeräumt ist, weil ich jetzt merke, dass sich was getan hat und dass ich jetzt auch meine eigene Energie langsam spüre und zu managen weiß. Und das ist ja vor allen Dingen das, was ich feststelle, was die meisten Menschen gar nicht bewusst sind, dass sie ihre eigene Energie den ganzen Tag in der Welt verteilen. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir laufen alle nur auf Sparflamme und wissen überhaupt gar nicht, wie viel Kraft wir eigentlich haben könnten, wenn wir unsere Energie managen können. Ja. Oder wissen, wie das geht. Ja. Und selbst ich weiß das noch nicht zu 100%. Ja. Selbst ich bin da noch am Lernen, jeden Tag. Und ja, das braucht eine Zeit, bis man damit umgehen kann oder auch mit den Informationen umgehen kann. Mir ist es vor 20 Jahren wirklich so gegangen, dass ich dachte, mir knallt eine Sicherung. Ich habe wirklich gedacht, es ist einfach zu viel. Ich habe plötzlich auch sehr viel wahrgenommen. Ich habe plötzlich Dinge gesehen, gespürt und gewusst einfach, die ich nicht erklären konnte. Und meine Ratio hat die ganze Zeit gesagt, ey komm, das ist doch Verarsche dir, ne? Lass dich mal untersuchen. So. Und mit der Zeit, aber dadurch, dass ich eben dann auch Menschen getroffen habe, die das selber durchgemacht hatten schon oder die auf demselben Weg waren und die sagen konnten, nee, deine Wahrnehmung stimmt da oder nein, wie mit der Tierkommunikation. Nee, es ist nicht nur eine Person im Raum, die das bestätigt, diese Information, sondern es sind mehrere, so dass man lernt, dem zu vertrauen und dass man sich nicht ständig für falsch hält oder hinterfragt oder sagt, ey, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja. Der ganze Rest spürt das anders, also muss ja mit mir was falsch sein, sondern wirklich zu erkennen, wir sind im Tiefschlaf als Gesellschaft sozusagen, als Menschen, ne? Wir schlafen einfach tief und fest und es sind ein paar wenige gewesen, die aufgewacht sind und es werden immer mehr jetzt. Immer mehr, das ist so, wie so Wurzeln, die... Ja, genau, das Feld, das breitet sich sozusagen aus. Ja, ich fand das auch so spannend, dass ich in meinem Umfeld war niemand spirituell erwacht. Also ich war jetzt gefühlt ein Jahr richtig isoliert auf diesem Weg, wo ich jetzt erstmal für mich selber alles gelernt habe, was ich über mich selber wissen muss oder managen muss. Aber trotzdem ist in meinem Freundeskreis, habe ich halt festgestellt, nachdem ich angefangen habe, auch offen darüber zu sprechen, so viele Menschen sind hellsinnig und die nehmen viel wahr, aber sie beschäftigen sich nicht damit oder sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie da Dinge wahrnehmen. Und oder da ist es nicht, das auszusprechen. Genau, oder ja klar, weil man dafür Verrückte gehalten wird. Oder genau. Ich ja auch immer, wenn ich Dinge wahrgenommen habe. Ja. Und ich stelle gerade erstaunlicherweise fest, wie viele Menschen in meinem Umfeld Fähigkeiten haben, die sie gar nicht nutzen, weil sie sich dessen gar nicht bewusst sind, aber die schon volle Möhre da sind und ich so, oh, das würde ich auch gerne. So, du willst nicht, okay. Ja, aber es ist okay. Also ich habe damit auch meinen Frieden gefunden, weil ich habe, glaube ich, einen anderen Weg, eine andere Aufgabe. Ich denke, das kommt alles nach und nach. Also jeder ist ja da wirklich so individuell auf seinem Weg. Ja. Und da muss man auch jedem so sein lassen, wo er ist und auch sich selber da auch den Frieden finden, dass man da ist, wo man gerade ist. Ja. Und konntest du rausfinden, was die Seele ist? Weil du hattest ja gesagt, das hat mich interessiert. Ich wollte wissen, was ist die Seele? Ja, ich stell mir das immer so vor, wenn ich mir den Schöpfer, Gott, wie auch immer man die Quelle nennt, woraus wir alle entstanden sind, ich stelle mir das immer wie so eine Sonne vor. Und eine Seele ist quasi so ein Funken von ein Teil dieser Sonne. Das ist ein schönes Bild, ja. Und auch selbst die Seele, also so erkläre ich mir das, vielleicht siehst du das anders. Also bisher das ist das so, wie ich mir das erkläre. Und das, was bei uns im Körper verankert ist, dadurch, dass wir ja auch viele
noch Schattenaspekte in uns haben, das, was wir Wunden und Traumata und sowas nennen, das ist ja auch nur ein Teil unserer Seele. Unsere Seele ist ja nicht komplett in uns. Das heißt, auch da ist nur so ein kleiner Funken von unserer eigentlichen Seele in unserem Körper geerdet. Und je mehr wir heilen, umso mehr holen wir auch unsere Seele mit quasi hier auf die Erde in diesen Körper. So stelle ich mir das vor die ganze Zeit. Coole Vorstellung. Ja, also ich stelle mir das mal wie eine Sonne vor und dann diese Funken. Ja, das ist eine coole Vorstellung. Weil auch, das war für mich auch faszinierend zu wissen, ja, auch die Sonne und auch ein Planet hat ein Bewusstsein und hat eine Seele und alles. Selbst der Grashalm hat eine Seele. Also das ist so... Ja, das ist so, glaube ich, das, womit wir uns am schwersten tun, wirklich zu erkennen, dass der Schrank, so blöd es klingt, also es klingt vielleicht echt bescheuert, aber es ist wirklich so, das Auto, das wirklich alles beseelt ist. Es gibt nichts, was nicht beseelt ist. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ja, und das Spannende ist, ich habe da eine ganz lustige Geschichte. Okay. Ich hatte eine Freundin, die hat ihr iPad verlegt und die war total devastated. Also die war wirklich am Boden zerstört, weil sie dachte, sie hat das iPad mit einem Stapel alter Zeitungen weggeschmissen aus Versehen. Und dann hat sie mich angerufen und gesagt, Michi, mein iPad ist weg, ich habe es weggeschmissen. Und die hatte so gar kein Geld. Und sie meinte, ich kann mir auch kein neues kaufen montags. Die hat eine klassische Homöopathie gearbeitet. Sie meinte, da ist meine Software drauf. Und ich habe gesagt, Sabine, ich guck mal, wo es ist. Und dann habe ich Kontakt mit dem iPad aufgenommen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, es ist an einem Ort, wo du es niemals vermuten würdest. Es ist dunkel, aber es ist in der Wohnung. Und es konnte mir aber auch nicht genau sagen, wo es ist, weil es eben an einem Ort war, wo es niemals abgelegt wurde vorher. Wie nennt man das? iPad-Kommunikation? iPad-Kommunikation, ich habe keine Ahnung. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, und dann habe ich es hat glaube ich eine Woche oder so gedauert, da ruft sie mich an und sagt, Michi, ich habe mein iPad im Wäscheschrank gefunden. Ich hatte es zwischen 2 Laken gelegt. An einem Ort. So, also es ist wirklich, man kann mit allem kommunizieren. Es ist total verrückt, aber es ist möglich, es geht. Und man kann verlorene Portemonnaies suchen. Ich hatte vor vielen Jahren eine Freundin, mit der war ich im Urlaub und der ist das Portemonnaie geklaut worden, war weg. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Portemonnaie und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, bevor wir abfahren, ist das Portemonnaie wieder da. Das Geld wird nicht drin sein, aber der Rest ist da. Ja. Und sie hat sich schon einen Kopf gemacht, weil natürlich alle Ausweispapiere und alles, was sie so dabei hatte, war da drin. Und dann habe ich gesagt, entspann dich, lass los, bevor wir abfahren, ist es wieder da. Dann kam der Tag der Abfahrt, wir haben noch gefrühstückt zusammen, kein Portemonnaie. Es war wirklich, wir hatten fertig gefrühstückt und sie hat gesagt, okay, ich bin bereit loszulassen. So ein Mist, das Ding ist weg, da muss ich jetzt alle Papiere und so beantragen, Karten sperren lassen und so. Da kommt die Betreiberin, das war so ein ganz kleines, süßes Hotel an der Ostsee, kommt die Betreiberin rein mit einem Silbertablett und ihrem roten Portemonnaie drauf. Das war wieder da. Bietest du das auch als Dienstleistung, wenn man Dinge verliert? Da hätte ich ein paar Anfragen. Genau, also es ist wie gesagt, wir können das lernen und jeder kann das. Es ist nicht so, dass ich jetzt besondere Fähigkeiten habe, sondern jeder von uns kann das. Aber was uns davon abhält, sind, wie du schon gesagt hast, unsere Schattenanteile. Ja. Das heißt, die Traumata in uns, das ist das, was den Geist so busy macht. Das ist so das, was uns dazu bringt, die ganze Zeit zu denken, darüber nachzudenken, was gestern war, was morgen sein wird, was übermorgen sein wird. Ängste zu denken und uns darin zu verlieren. Und wenn man sich befreien kann davon, wenn man den Geist beruhigen kann, dann haben wir Zugang zu allem, dem gesamten Universum. Ja. Und dazu müssen wir aber geistig in die Ruhe kommen. Und das gelingt den meisten Menschen nicht, weil wir halt im Alltag uns so verlieren. Da sind Geldsorgen, da sind Wohnungssorgen, Berlin, wir haben ständig irgendwie chronischen Wohnungsmangel hier. Da ist die Angst, was morgen sein wird, dann kommt Covid, die Inflation und so weiter. Das heißt, wir werden die ganze Zeit in so einem engmaschigen Netz von Ängsten gefangen gehalten. Und bombardiert. Und wenn wir da aussteigen, dann ist plötzlich eine völlig neue Welt. Wie du gesagt hast, ist plötzlich eine völlig neue Welt da. Ja. Und man kann, wie gesagt, mit allem kommunizieren. Und das Spannende ist, man kann auch alles kreieren.
Das heißt, man kann auch manifestieren, aber dazu muss man seine Gedanken halt und sein Herz kontrollieren können. Und wenn da Angst ist und ich hier Angst denke, dann kreiere ich im Außen Dinge, die mir diese Angst schüren. Ja. Und wenn ich Angst davor habe, dass ich, keine Ahnung, in Armut ende, dann kreiere ich lauter Sachen. Dann will das Finanzamt plötzlich Geld, dann fährt mir jemand hinten ins Auto rein, dann kriege ich ein Parkticket, dann trennt sich mein Freund von mir und schmeißt mich raus. Keine Ahnung, was alles passiert. Das ist so der Klassiker, was ich jetzt so im Nachhinein immer gesehen habe. Wenn jemand immer von sich behauptet, dass er Pech hat, dann kreiert er dieses Pech. Genau. Und wenn hier sich jemand gar keine Sorgen macht und einfach nur sein Leben genießt, dann kreiert er viele schöne Sachen. Genau, der wird auch mal Pech haben, aber er wird sich daran nicht festhalten. Ja, aber manche Sachen müssen ja auch passieren. Das hat ja dann auch mit ganz anderen Dingen zu tun. Aber dann, was ich gerade sagen wollte, was ich auch festgestellt habe oder was für mich eine Riesenhürde war, und das ist bestimmt für die meisten so, festzustellen, dass da der Kopf gar nicht das ist, wo wir eigentlich unsere Seele haben, dass wir hier reinhören. Ja. Dass das zwei Sachen sind, die quasi in Einklang gebracht werden sollten. Und wie man überhaupt in die Ruhe kommt, sprich Meditation. Das hat bei mir ein Jahr gedauert, ehe ich überhaupt gerafft habe, dass Meditation was damit zu tun hat, wohin ich meinen Fokus setze. Ja. Dass der eben nicht mehr da oben ist, wo die ganze Zeit, keine Ahnung, die ganze Zeit Musik läuft oder irgendwas, wo nie Ruhe ist, sondern dass man den Fokus ganz woanders hinsetzt. Naja, es ist so, wenn du dir vorstellst, wir haben ja unterschiedliche Energiezentren. Ja. Und die haben eine wichtige Funktion, weil in diesen Energiezentren sind Emotionen gespeichert und Gefühle gespeichert. Mhm. Und normalerweise ist es so, dass wenn wir ein Erlebnis haben, das wir nicht verarbeitet haben, zum Beispiel bin als Kind von der Schaukel gefallen und es hat mich keiner getröstet, um jetzt mal ein kleines Beispiel zu nennen. Mhm. Und es war niemand da, um mich zu trösten. Also habe ich abgespeichert, wenn ich mir wehtue, und dann habe ich vielleicht mich zusammengerissen, habe aufgehört zu heulen und habe mir vorgenommen, okay, das bringt eh nichts. Weinen geht nicht, Zähne zusammenbeißen und durch. Mhm. Und dann werde ich vielleicht innerlich so ein bisschen hart und erlaube mir das nicht mehr, meine Gefühle, meinen Schmerz zu zeigen. Und irgendwann verhärtet sich sozusagen dieses Energiefeld und dann fließt die Energie nicht mehr so, wie sie soll, durch die Energiezentren. Ja. Und gute meditative Arbeit hilft mir dabei, diese Energien zu befreien, sozusagen, die rauszulassen. Weil die steigen normalerweise von unten nach oben ins Gehirn. Und wenn sie im Gehirn freigesetzt werden, dann passiert was. Mhm. Ne, das heißt, ich kriege so ein richtiges, bei vielen ist das zentrale Nervensystem, das reagiert. Das heißt, es kann sein, dass man dann anfängt zu zucken, es kann sein, dass man Tränen vergießt, kann sein, dass man schreit, es kann alles Mögliche sein. Aber diese Energie, die will nach oben, die will sozusagen rausgelassen werden und nicht unterdrückt und gedeckelt werden. Und das ist wirklich eine Übungssache, weil ganz häufig können wir nicht meditieren, wir kommen nicht in die Ruhe, weil da eine Angst ist, an diese Gefühle zu kommen, die wir irgendwo gespeichert haben. Und wenn man Schritt für Schritt aufräumt in den Energiezentren, dann befreit man seine Emotionen, seine Gefühle und dann kommt alles wieder in den freien Fluss. Und erst wenn ich das habe, wenn ich wirklich in die Stille und in die Ruhe komme, ins Nichts gehe, ins absolute Nichts, ins Quantenfeld, dann kann ich aus diesem Nichts heraus die Dinge kreieren, die ich wirklich kreieren möchte. Ne, das heißt, ich kann mich dann auf das Quantenfeld einstellen und ich kann das ist wie so eine Wunschliste. Ich kann sagen, wie in einem Restaurant, ich bestelle mir was, ne, und dann renne ich nicht dem Kellner hinterher und prüfe, ob der Koch irgendwie die Zutaten richtig zusammenstellt und wieder den Koch dafür schwingt, sondern ich sitze gemütlich an meinem Tisch und warte darauf, dass das Essen mir hingestellt wird. Und nur wenn es gar nicht kommt, dann kann es sein, dass der Kellner meine Bestellung vergessen hat, dann müsste ich nochmal nachfragen, oder es kann sein, keine Ahnung, dass dem Koch die Zutaten ausgegangen sind. Aber ich werde auf jeden Fall ein Feedback kriegen vom Universum, wenn du so willst. Und dazu muss ich aber eine gewisse Kontrolle über meine Gefühle und meine Gedanken haben, weil wenn ich die ganze Zeit denke, Hilfe, ich habe nichts, und dann habe ich am Spiegel aber stehen, ich bin reich und schön und glücklich, dann funktioniert es nicht. Ich habe letzte Woche gerade aktuell so die Erfahrung gemacht, ich weiß jetzt nicht, ob das passt, aber wenn man,
also bei mir hat es lange gedauert, überhaupt zu begreifen, was Meditation ist. Und das Meditieren, selbst wenn man Rasen mäht oder wenn man Geschirr abwäscht oder so, es ist einfach ein Moment, wo man an nichts denkt, wo man einfach in der Ruhe ist. Aber das hat bei mir lange gedauert, dass ich Meditieren nicht so als Qual empfunden habe oder ich mache alles, mache ich überhaupt das richtig oder warum kommt denn nichts oder so, sondern wirklich damit auch gelernt habe, in dieser Ruhe zu sitzen und das auch zu nutzen. Und was ich jetzt gerade erst vor kurzem, und das ist auch wirklich dank dir, muss ich dazu sagen, in dieser Ruhe wirklich mich in meine eigene Energie reinzufühlen. Und wenn man sich in diese Energie reinfühlt, und ich habe da jetzt so verschiedene Methoden gerade kennengelernt, zum Beispiel, ich hatte das jetzt mit dem Backofen, ich weiß nicht warum, aber ich habe vor diesem Backofen eine Scheißangst. Ich will da nicht mehr in die Nähe, wenn mich dann noch jemand, während ich da was raushole, anspricht, dann explodiere ich. Da ist völlig Alarm bei mir. Und dann habe ich mich mal in der Meditation da so reingefühlt und dann habe ich so geguckt, okay, wo ist habe mir diese Backofenszene immer wieder vorgestellt und dann habe ich gemerkt, ping, da ist irgendwie eine Energie, die darauf anspringt. Das fühlt sich nicht gut an. Und anstatt das, was wir ja immer gelernt haben, Gefühle unterdrücken, bloß nicht hinschauen, stark sein und anstatt, egal, ich fühle mich da mal rein, ich halte es fest, ich fokussiere mich auf genau diese Energie. Und das habe ich eine Weile gemacht, habe es immer getestet, habe mir mal den Backofen vorgestellt, da ist noch was, fühlt sich immer noch nicht gut an. Und irgendwann war das weg und das hat man dann auch richtig gespürt. Ja. Und seitdem... Ja, das ist so, als wenn das so aus einem rausfließt, ja, oder? Ja, es ist dann einfach weg. Und dann jetzt, ich sitze direkt neben dem Backofen, während meine Mitbewohnerin da irgendwie hantiert und ich so, soll ich mal zur Seite gehen? Ich bin hier irgendwie im Weg. Ich bin so nah am Feuer stehen. Nix. Wenn sie die Haustür zumachen hinter mir, ich weiß, ich habe einen Schlüssel in der Hand. Ich gehe raus, mache die Haustür zu und dann heißt es immer so, Panik, Panik. Aber ich habe doch den Schlüssel in der Hand. Das ist mir eingefallen, als ich als Kind mich öfter mal ausgesperrt habe. Ja. Und halt wirklich teilweise den ganzen Nachmittag alleine im Hausflur war und das muss noch irgendwie unbewusst in mir drin gewesen sein. Und dann habe mich mal meine 5 Minuten hingesetzt und das ist kein stundenlanger Prozess, habe mich meine 5 Minuten hingesetzt, habe mir diese Szene vorgestellt, wie die Tür zugeht und das Geräusch und was das immer in mir auslöst und habe da einfach mal reingefühlt. Und dann, seitdem kann ich die Tür schließen, ohne dass ich Panik kriege. Ja, perfekt. Das ist so weise. Das ist so weise, ja. Das ist eigentlich, also was ich immer festgestellt habe, die Wahrheit ist immer simpel. Ja. Egal, was du dir für Fragen stellst, spirituell gesehen, die Wahrheit ist immer simpel. Und dass es so simpel ist, in ein Trauma oder in eine Wunde reinzugehen, einfach nur, wenn man sich in diese Energien mal für 5 Minuten reinfühlt. Ja. Ich habe das jetzt an so vielen Sachen ausprobiert und ich bin so, dein Ernst? Ja, es ist wirklich simpel, aber die größte Hürde ist natürlich immer, sich zu trauen, das zu fühlen, weil wir denken immer, da sind viele Emotionen mit verknüpft, die uns teilweise so Angst machen, weil dann kommt man plötzlich an so eine Überlebensangst, so eine Panik, dass man denkt, das überlebe ich nicht. Und da durchzugehen und sich zu erlauben, ich fühle es jetzt trotzdem, weil ich sitze ja hier, ich lebe ja noch, ich habe, egal was es war, ich habe es überlebt. Mein Gott, muss ich Bums in der Bude haben, dass ich es geschafft habe. Wenn ich das geschafft habe, schaffe ich alles. Ja. Und wenn ich mit dieser Energie dann reingucken kann in das, was mich da umhertreibt, das, was mich blockiert, dann kann ich auch mit mir sitzen bleiben und genau diesen Teil in meinem Körper Aufmerksamkeit geben oder diesem unruhigen Gefühl oder ich wurde am Anfang, als ich angefangen habe zu meditieren, wurde ich immer total hibbelig. Und das ging so weit, dass ich teilweise richtig, richtig tief weg war und habe mich vor dem Kühlschrank wiedergefunden. Hoppala. Und habe dann gedacht, wie bin ich denn jetzt hier hin? Wie habe ich das? Und bin dann in der Meditation scheinbar völlig unbewusst an einen Punkt gekommen, der so gefährlich sich für mich angefühlt hat, dass ich versucht habe, dem zu entkommen. Und dann bin ich, und dann stand ich im Kühlschrank und dachte so, okay. Ja. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das kontrollieren konnte, bis ich gemerkt habe, okay, ich bleibe jetzt mal ganz bewusst dabei. Ich merke, ich kriege den Punkt mit, an dem ich versuche abzuschalten. Und das war wirklich ein Prozess. Das kann sehr, 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 sehr tief gehen. Das kann auch noch ganz schön Angst machen. Und deswegen
rate ich immer dazu, sich jemanden zu suchen, der, falls was ist. Man braucht nicht ständig irgendwie da jemanden zu fragen oder seinen Therapeuten da auf Abruf zu haben, aber falls was ist, wenn man merkt, so hier komme ich an eine Grenze, dass man jemanden hat, den man fragen kann, so dass man sich dadurch begleiten lassen kann. Weil man kann vieles alleine machen, aber ich habe auch im Laufe der Jahre, und ich bin ja nun selber Therapeutin auch, aber ich habe im Laufe der Jahre wirklich auch immer wieder Menschen an meiner Seite, die mich durch auch schwierige Phasen bringen. Weil man muss nicht alles alleine machen. Man kann vieles alleine machen, aber es gibt dann doch immer wieder auch ein sicheres Gefühl, wenn man Menschen an seiner Seite hat, die einen da ein Stück weit durchbegleiten können. Absolut. Also ohne die Menschen an meiner Seite, wie jetzt du gerade aktuell, wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Ja. Wie alles im Universum. Genau. Und ich fand es halt so spannend. Ich habe mich ja auch anfangs auch mit Chakren und sowas, Energiesystemen. Wir haben ja nicht nur den physischen Körper, den wir anfassen können, wir haben auch einen Energiekörper. Aber wer spricht schon darüber? Also wer ist sich dessen bewusst? Also ich war mir dessen nicht bewusst. Und dieser Energiekörper, also so habe ich mir das jetzt inzwischen immer erklärt, da soll halt die Energie fließen. Ne? Also die fließt ja auch, wir erden uns ja auch, wir verbinden uns ja auch mit der Erde und mit dem Universum und die Energie muss eigentlich fließen. Ja. Aber in dem Moment, wo wir halt eine Angst erleben, Traumata oder so, eine Emotion, die eigentlich nur gefühlt werden soll und dann wieder, also eigentlich nur durchfließt, die bleibt aber stecken. Ja. Und die ist da und die signalisiert dir immer wieder in ähnlichen Situationen, du, ich bin da, ich bin eine Angst, schau hin. Ja, und das zieht dein ganzes gesamtes aorisches Feld zusammen. Also das ist sozusagen das Energiefeld, das dich umgibt, das wird kleiner dadurch, wenn du in so einer Angst hängst zum Beispiel. Oh, guck, der Kopf hinter dem Stuhl raus. Und ich stelle mir das so vor, wenn man das unterdrückt und gar nicht hinguckt, dann sammelt sich das auch immer mehr an. Ja. Das ist wie so ein, ich sag mal so, wie so ein Rohrsystem, was dann irgendwie verstopft und dann kann die Energie nicht fließen. Ja. Und irgendwann, wenn man gewisse Sachen nicht hinschaut und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, seien wir mal ehrlich, also jemand, der sich dessen nicht bewusst ist, dass wir Energiekörper und woher soll man es wissen? Ja, genau. Oder auch wenn ich so einen Schock stecke oder so in einer Emotion gefangen bin. Genau, dass ich das gar nicht selber auflösen kann im Grunde genommen. Dass ich selber zum einen nicht weiß, dass es so ist, dass ich nur merke, ich werde immer wieder getriggert, aber ich weiß nicht, was ist denn das eigentlich, was da triggert in mir. Und das Zweite ist, dass ich eben auch mich wissen muss, wie kann ich denn da ran, weil das macht eine Sau Angst, wenn ich irgendwas erlebt habe, was ich nicht gut verarbeiten konnte und kein Umfeld habe, das mir hilft, da durchzugehen. Ja, und und das meiste dieser Trigger oder dieser Wunde, das passiert ja tatsächlich schon im Kindesalter, also gerade so in den ersten Jahren, wenn man noch so ein Schwamm ist und noch alles aufsaugt und noch eigentlich keine Meinung zu irgendwas hat, oder beziehungsweise keine Angst vor irgendwas hat. Als Kind ist man ja noch sehr unbefleckt und sehr, und vor allen Dingen ist das Gehirn auch noch in einem Zustand, in dem es leicht programmierbar ist. Genau. Das bedeutet, das verliert sich erst im späteren Leben. Das kindliche Gehirn ist am Anfang also im größten Teil, wenn die meisten Traumata stattfinden, in einem Alpha-Zustand. Das heißt, in einem Zustand, der irgendwo zwischen Schlaf und Wachsein ist. Und in diesem Zustand, das ist wie kurz vorm Einschlafen, sind wir ganz, ganz leicht programmierbar. Deswegen gehen diese Sachen auch so tief. Die werden uns richtig in diesen kleinen Bordcomputer programmiert. Und während wir älter werden, vergessen wir meistens die Ursprungssituation und leben dann mit den Folgen aber, nämlich mit den Emotionen und mit den Gefühlen, die abgespeichert wurden. Und, worauf ich nämlich jetzt eben noch hinaus wollte, den physischen Symptomen, die dann folgen, also in Form von Krankheiten oder Schmerzen oder gewissen, aber der Körper, also ich meine, wer hat seinen Körper nicht schon mal in seinem Leben verflucht? Ja. Weil er Schmerzen hat oder weil er nicht so funktioniert, wie er soll oder weil er nicht so aussieht. Aber letztendlich hat es ja für mich immer eine energetische Ursache und das war so spannend für mich zu sehen, dass es ja eigentlich eine Emotion sein kann, die man nicht verarbeitet hat und die sich dann irgendwann physisch manifestiert. Ja. Und dass das ja gar nicht der Körper ist, der nicht funktioniert, sondern der Körper, der dir signalisiert, schau bitte hin. Hallo, Alarm. Ja, es muss aber nicht nur der Körper sein, das können auch Sachen im Außen sein, Pech, das du immer wieder hast. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Das kann sein, dass du
mit dem Geld auf Kriegsfuß stehst. Das kann sein, dass du, keine Ahnung, immer wieder die falschen Freunde in dein Leben ziehst. Das kann sein, dass du immer wieder die falschen Partner wählst. Das kann sein, dass du immer wieder den falschen Job wählst oder immer wieder den ätzenden Chef hast. Und das, ne, also es gibt so viele Ausdrucksformen dessen, was in dir steckt. Aber das Außen ist halt ein wunderbarer Spiegel dafür, für das, woran du arbeiten darfst. Und man kann es noch so sehr verfluchen, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auf meinem spirituellen Weg am Anfang, ich bin auf so viele Menschen getroffen, teilweise haben die mir sehr weitergeholfen, teilweise haben sie mir aber auch ganz schön eins reingegrätscht. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was für eine Lektion ich dadurch lernen wollte. Und genauer hingucken konnte und auch selbstbewusster wurde dadurch und ganz klar sagen konnte, okay, haha, ich habe es schon gespürt, da stimmt irgendwas nicht. Ich bin aber über dieses Bauchgefühl hinweggegangen und habe gedacht, ach komm, irgendwas Gutes wirst du da schon mitnehmen. Oder habe dann eine Ausbildung gemacht, wo ich dann gemerkt habe nach einem Jahr, das ist irgendwie so gar nicht meins. Oder ich keine Ahnung, was ich da wollte. Und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr spannend, was wir im Außen uns immer wieder kreieren, um einen Schritt weiterzukommen, um bewusster zu werden. Und dann die nächste Hürde wieder anzugehen. Also zu gucken, wo ist das nächste Spielfeld, wo kann ich mich jetzt weiterentwickeln. Ja, aber da ist man ja dann wirklich erst, wenn man das alles auch verstanden hat, wie es eigentlich funktioniert, dass unsere Energie das Außen erzeugt. Weil, und ich meine, so waren wir alle am Anfang, wer noch nicht in die Spiritualität eingetaucht ist und dass wir einen Energiekörper haben und eine Energie, die das alles erzeugt. Wir suchen ja immer im Außen die Schuld, dass es uns nicht gut geht. Das Außen, warum wir jetzt in der Situation sind, wo nicht alles optimal ist. Aber das Spiel eigentlich andersrum ist, dass das Außen durch mich, also durch meine Energie erzeugt wurde. Das war so okay. Und dass man eigentlich dankbar sein kann, dass das Außen dir zeigt, wo deine Baustelle innen drin ist. Das ist ein Konzept, das ist so schwer zu erklären, selber zu verstehen, da überhaupt hinzukommen. Das hat mir am Anfang auch, das hat mir wirklich, wirklich Kopfschmerzen bereitet. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Und es liegt eben auch daran, dass wir einen großen Teil unbewusst die Dinge außen kreieren. Und manchmal versteht man es einfach nicht. Man versteht es einfach nicht. Ja. Also welcher Teil von mir macht denn das jetzt bitte schön? Und dann geht man auf die Suche und man findet nichts. Und man versteht es einfach nicht. Ja. Und es ist total verrückt. Also es fühlt sich teilweise wirklich so an, als wenn man versucht, irgendwie so einen dicken Wollfaden durch so ein Mini-Nadelöhr zu fädeln. Es scheint unmöglich. Und auch da gilt aber, wenn ich loslasse, wenn ich sage, okay, ich will da eine Lösung haben, Universum, schick mir eine Lösung und ich gehe einfach mal in die Ruhe und ins Nichts, ich sag, einfach klingt so einfach, so einfach ist das nicht. Aber wenn ich mich darauf trainiere, immer wieder ins Nichts zu gehen, immer wieder ins Quantenfeld zu gehen, dann kommt die Lösung irgendwann. Irgendwann kommt dann ein Kasus Knacktus. Und meistens dann, wenn man es am allerwenigsten erwartet. Ja, das stimmt. Ich habe auch für mich ganz am Anfang festgestellt, so eine einfache Regel, an die ich mich immer halte, die mir bisher immer sehr geholfen hat, ich glaube, es gibt dieses englische Sprichwort, ich weiß nicht, wo ich es her habe, ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Das heißt, Rejection is Protection and Redirection. Was so viel sagt wie, wenn etwas nicht funktioniert, wenn etwas zu schwer, zu zäh ist, dann soll es nicht sein. Das heißt, es ist gerade der falsche Weg. Ja. Geh einen anderen. Versuch etwas anderes oder tu es nicht. Es ist gerade nicht das Richtige für dich. Einfaches Beispiel, wenn man sich für einen Job bewirbt und abgelehnt wird. Ja. Dann neigt man ja dazu zu sagen, was ist denn an mir falsch, warum wurde ich denn abgelehnt? Aber vielleicht sagt das Universum, der Job ist gerade nicht das Richtige für dich. Oder das Berufsfeld. Oder das Berufsfeld oder was auch immer. Ich sehe das selbst inzwischen beim Einkaufen. Ja. Wenn ich eine Intention setze, ich möchte einkaufen und nur das, was ich wirklich brauche, ich gehe teilweise mit der Intention jetzt wirklich rein, und dann stand ich letztens vor dem Regal und habe überlegt, kaufe ich das jetzt oder kam die Verkäuferin mit ihrem Käfig voller Ware und dann kam da ein Mann rein und ich so, alles ging mir im Weg und ich stand da wirklich im Weg, ich so, okay, ich gehe jetzt weg. Ja. Und dann bin ich die Gänge weitergegangen und dann habe ich einen Gang weiter überlegt, irgendwann später gehe ich nochmal zurück, hole ich das jetzt oder nicht? Und dann war wieder ein Wagen und hat einen kompletten Gang versperrt und ich so,
okay, ich soll es nicht kaufen. Ja. Und so gehe ich auch aktuell einkaufen. Das fühlt sich auch echt gut an, weil ich merke, also es wird wirklich die ganze Zeit mit einem gesprochen, wenn man anfängt, das wahrzunehmen. Ja. Das ist total, also ich fühle mich jetzt auch inzwischen nicht mehr allein, wenn ich einkaufen gehe, weil ich weiß, da ist immer irgendwas, was mich fühlt. Ja. Was ja auch ein spannendes Thema ist. Das ist ein super spannendes Thema und ich glaube, da können wir auch echt nochmal näher drauf eingehen. Ja. Weil ich glaube, für heute ist wahrscheinlich echt schon geballte Ladung rausgekommen. Ja. Aber ich glaube auch, wir haben echt einige Themen, über die wir uns unterhalten können, nämlich auch das ganze Thema rund um die Seele, die Spiritualität, woran erkenne ich eigentlich, ob es jemand gut mit mir meint oder nicht. Es gibt ja auch in der Spiri-Szene viele Herausforderungen, viele energetische Herausforderungen, die man kann die machen, man muss sie nicht unbedingt machen. Es gibt Sachen, auf die man achten kann, wenn man mit Leuten arbeitet. Es gibt Hinweise darauf, die dir zeigen, das ist ein Training für dein Bauchgefühl gewesen hier. Es gibt alles Mögliche an Energieformen, mit denen wir arbeiten können. Es gibt für alles einen Grund. Und wir können mal gucken, wie man diese ganzen Sachen irgendwie mal so ein bisschen aufdröselt. Auch wie macht man den Einstieg überhaupt in diese ganze spirituelle Reise? Ne, was passiert am Anfang? Wie bleibe ich eigentlich geerdet? Wie bleibe ich wirklich auf dem Boden der Tatsachen, ohne mich zu verlieren? Ne? Weil wir sind ja in diesen Körpern, wir leben in 3D, wir müssen Miete zahlen, essen wäre auch nicht schlecht. Da sind, glaube ich, in den USA irgendwann mal Menschen verhungert, die nur von Lichtnahrung leben wollten. Das ist natürlich eine total blöde Idee. Weil es gibt sicherlich irgendeinen Yogi in Indien, der das kann, aber wenn ich als Europäerin nicht so weit bin, mich dann verhungern zu lassen, meinen Körper verhungern zu lassen, ist ja eigentlich ein bisschen doof. Das heißt, wie steige ich denn überhaupt sinnvoll in die Spiritualität ein, ohne die Bodenhaftung zu verlieren, ohne gleich meinen Job aufzugeben? Absolut, genau. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Man muss erstmal da, wo man ist, auch erstmal bleiben und das alles auch laufen lassen und dann nach und nach. Das war ja bei mir auch so, mit dir bestimmt auch. Ja, absolut. Also ich habe früher auch was völlig anderes gemacht, als das, was ich heute mache. Und da gab es eine gute Phase von, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, die so als Übergang war, wo ich meinen alten Job noch gemacht habe, aber ich habe eben diese ganzen Ausbildungen nebenher gemacht. Und erst als ich wirklich so weit war, hat sich dann auch bei mir im Leben alles so eingefädelt, dass ich den Absprung machen konnte. Aber es ist natürlich nicht so sinnvoll zu sagen, ich schmeiß alles hin, ich verlasse Mann, Frau und Kinder, keine Ahnung, ich lasse alles zurück und schmeiß meinen Job hin und dann setze ich mich eremitisch auf einer Wurzel-Account auf ein Feld und warte darauf, dass mir alles gegeben wird. Geht vielleicht auch für den einen oder anderen, aber für die meisten von uns funktioniert das so nicht. Und der Weg ist immer dort lang, dort, wo es sich richtig anfühlt, dort, wo wir auch Unterstützung bekommen. Ne? Da geht der Weg auch lang. Das ist auch meine Erfahrung gewesen. Dass, immer da, wo ich Unterstützung brauchte, habe ich sie bekommen. Und wenn ich dachte, ich stehe vollkommen alleine da, kam von irgendwoher etwas und hat mich dann wieder ein Stück weitergebracht. Ne? Und auch viele Ängste, die da hochgekommen sind auf diesem Weg. Viele, viele Ängste. Viele Schatten, die ich mir anschauen durfte. Viele unterschiedliche Wege, die ich ausprobieren konnte. Und alles hat dazu geführt, dass ich immer ein Stück weiter was dazugelernt habe, auch für meine Patienten. Dass ich immer ein Stück weiter dazugelernt habe für mich selber. Und mit jedem Entwicklungsschritt, den ich selber gemacht habe, konnte ich Menschen im Außen dann wieder besser auf den Weg begleiten. Und das ist halt das Coole daran auch. Man zieht nur die Menschen an in dem Moment, denen man auch was wirklich geben kann, auf dem Stand, auf dem man gerade ist, habe ich auch festgestellt. Das ist total spannend. Man muss nicht alles direkt können und wissen. Nee. Aber das, was man kann und weiß, kann man teilen. Wenn man dafür offen ist, kann man teilen. Und allein vermeintliche Kleinigkeiten haben schon so einen Effekt teilweise ausgelöst in meinem Umfeld. Und ich dachte, wow. Das ist, teilweise reicht ein Satz. Ein einziger Satz. Und damit merkt man, okay, bin ich da schon? Kann man sich immer wieder hinterfragen, bin ich da schon, ja oder nein? Und das Feedback, das bekomme ich auch immer wieder, dass Menschen wirklich sagen, so dieser eine Satz, den du damals gesagt hast, der hat mich so getragen, der war's. Und ich habe gemerkt, das ist richtig. Und heute weiß ich,
es hat genauso gestimmt. So. Also ja, es ist die spirituelle Reise, ist echt ist ein Weg, ist wirklich ein Weg. Aber ich glaube, wir kommen daran nicht mehr vorbei. Ich glaube, dass die Welt sich sozusagen darauf vorbereitet, diesen Sprung gemeinsam zu machen. Ich glaube, und wir sind nicht alleine. Wir denken immer, wir sind alleine, jeder von uns. Ja. Ne, wir haben gerade in Deutschland, ich meine, es gibt viele andere Länder, das ist auch so, aber gerade in Deutschland haben wir viele Generationen, die sich mit Trauma beschäftigt haben, die schwer traumatisiert wurden, ne, durch die Kriege, allein schon, die unsere Urgroßeltern durchgemacht haben, die Großeltern durchgemacht haben, von denen die Elterngeneration noch gezerrt haben, die viel durcheinander gebracht haben. Das heißt, wir sind in vielen Bereichen hochgradig traumatisiert als Gesamtgesellschaft. Und es geht natürlich auch darum, daran zu arbeiten und diese Traumata auch im Kollektiv aufzulösen. Und ich persönlich glaube fest daran, dass jeder Einzelne, der sich auf den Weg macht und die sich auf den Weg macht, dazu beiträgt, dass sich auch im Kollektiv diese Traumafelder wieder lösen dürfen. Ja, weil jeder Einzelne, der sich diesen Weg geht, auch anderen Menschen etwas gibt, die dann vielleicht diesen Weg gehen. Also ich habe so bei mir auch gerade erlebt und ich meine, ich bin wirklich erst vor einem Jahr spirituell erwacht und ich bin teilweise fasziniert, was allein nur ich, die ja noch so ganz am Anfang steht und noch 1000 Millionen Fragen hat, aber wie viel das schon im Umfeld so an Kleinigkeiten gelöst hat oder jemand an den Weg bereitet hat. Es ist einfach, daran merkt man auch, dass das Kollektiv wirklich davon profitiert, dass mehr und mehr Menschen sich auf den Weg gemacht haben und dass es eben auch Wegbereiter und Bereiterinnen gab, die sich vor 50 Jahren schon mit Sachen beschäftigt haben, wo alle noch gedacht haben, ne, die trotzdem vertraut haben auf ihren Weg und die trotzdem Botschaften gechannelt haben, die von Außerirdischen gesprochen haben, die von planetaren Einflüssen gesprochen haben, die über die Astrologie, über eine Homöopathie, egal was man nimmt, es gibt so viele unterschiedliche Wege, um spirituelles Erwachen zu begleiten und die Menschen in ihre Gesundheit und ihre Ganzheit zurückzuführen. Das ist schon wirklich, also ich finde es faszinierend, weil man sieht einfach, als ich den Beruf gewechselt habe, damals, wenn ich von der Seele gesprochen habe, war die Antwort immer die gleiche, die ich bekommen habe. Die Leute sind zusammengezuckt und haben gesagt, also mit Kirche habe ich nichts am Hut. Und wenn ich dann gesagt habe, ich auch nicht, aber trotzdem glaube ich an eine höhere Macht, ich glaube an Gott und ich glaube an die Seele, dann haben die Leute immer so, das ist mir ein bisschen zu so. Heute ist es völlig normal, über die Seele zu sprechen, nur 20 Jahre später. Das heißt, wir sind wirklich wir bewegen uns immer schneller in diesem Feld und ich glaube wirklich, dass das Erwachen, das gerade stattfindet, eine große Veränderung bringt einfach und dass die Menschen sich immer bewusster werden und sich immer deutlicher ausrichten. Nicht umsonst ziehen viele Menschen jetzt von der Stadt aufs Land, versuchen sich wieder mit der Natur rückzuverbinden. Es gibt natürlich auch andere Bewegungen, Menschen, die sich mehr abwenden, Menschen, die mit Spiritualität gerade gar nichts zu tun haben wollen, die denken, es sind alles so Spinner, wenn die da Liebe brüllend über die Wiesen laufen, keine Ahnung. Also es gibt eben beide Richtungen, aber ich glaube, so stark, wie ich das jetzt empfinde, so war das vor 20 Jahren noch nicht. Da war auf jeden Fall viel Information auch von dem, was heute frei zur Verfügung steht, war einfach nicht zu haben. Ja, es ist auch heutzutage so einfach, Wissen zu verbreiten. Die Quellen, das ist ich meine, vor 50 Jahren gab es ja das Internet noch nicht, wenn ich mich recht erinnere. Und heute gerade auf YouTube, da habe ich das meiste von dem, was ich weiß, gelernt. Interessanterweise, das war so meine Wissensquelle. Man lernt auch irgendwann zu unterscheiden, was sich richtig und gut anfühlt oder wo man da bei jemandem gelandet ist, wo man sagt, es entspricht einfach nicht meiner Schwingung. Das ist nicht die Information, die ich jetzt brauche. Nicht in Resonanz. Genau. Fühlt sich für mich nicht gut an. Für jemand anders vielleicht genau richtig, aber für mich selber fühlt sich das nicht gut an, weil das ist ja auch so ein Ding. Ne? Wir bewerten ständig. Du hast recht, du hast nicht recht. Es gibt aber nicht richtig und falsch. Es gibt es einfach nicht, weil keiner kann sagen, wie es ist.
Keiner weiß es. Wir stecken alle in diesen 3D-Körpern. Wir wissen alle das, was wir wissen in Ausschnitten. Aber wenn es sich für einen selber richtig anfühlt, dann ist es für einen selber richtig. In diesem unendlichen Feld der Möglichkeiten. Und es kann halt nicht jeder, keine Ahnung, Arzt werden. Weil wenn es nur Ärzte geben würde, dann würde es keine Krankenschwestern geben. Und wenn es nur Krankenschwestern geben würde, würde es keine Bäcker geben. Wenn es nur Bäcker geben würde und so weiter. Ja. Ne, das heißt, wir sind eben auch im Kollektiv, haben wir alle so unsere eigenen Aufgaben, aber eben auch unsere eigenen Resonanzen. Das heißt, Dinge, mit denen du in Resonanz gehst, sind vielleicht nicht unbedingt Sachen, mit denen ich in Resonanz gehen würde. Und das ist okay so. Ja. Ne? Weil es gibt dann in dem Sinne kein richtig und kein falsch, sondern es gibt unterschiedliche Wege, um Erfahrungen zu machen und bewusst werden und sich seiner selbst bewusst zu werden. Das ist alles. Und manchmal sind die Wege halt ein bisschen doof für einen selber. Da merkt man so, da war ich eigentlich nicht mit in Resonanz, ich bin den Weg trotzdem gegangen und mächtig auf die Genau, hat mir nicht so gut getan, mach ich nicht nochmal. Krönchen wieder zurechtrücken, sagen, okay, das war jetzt echt doof. Ne, und dann geht's weiter. Genau. Gut, ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Dann danke, dass ihr zugehört habt, bis jetzt. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, oder? Absolut. Wenn wir dann richtig in die Themen einsteigen. Richtig in die Themen. Ihr könnt euch auf einiges gefasst machen. Wir haben, wir haben eine Liste mit 50 Themen oder so zusammengestellt. Und mir sind gerade während des Gesprächs 1000 neue eingefallen. Ja, es kommt einiges. Also dürft ihr euch auf eine ganze Reihe von guten Sachen freuen. Absolut. Dann war's das, ne? Ja. Okay. Reicht für heute. Reicht. Dankeschön. Bye. Achso, jetzt muss ich rausmachen. Gucken, ob es an war. Wäre lustig, wenn nicht.